Die Burg Prassberg ist eine sehr interessante Anlage, von welcher es noch einiges zu sehen gibt. Sie ist eine der zahlreichen Burgen entlang der Argen im schönen Allgäu, ganz in der Nähe von Wangen. Entstanden ist sie übrigens durch eine Rivalität. Nachdem Heinrich von Twil im Jahr 1121 als Abt des Klosters St. Gallen abgewählt worden war, floh er ins Allgäu. Dort wollte er sich den Klosterbesitz sichern. Er fand auf der Burg Zeil Unterschlupf, welche den Grafen von Bregenz gehörte. Sein Rivale Mangold von Böttenstein-Mammern, gegen den er die Wiederwahl zum Abt verloren hatte, wollte diese Besitzungen natürlich schützen. Deshalb ließ er im Jahr 1123 die erste Version der Burg Prassberg, wie sie ursprünglich hieß, errichten. Die Anlage bestand damals nur aus einem Wohnturm. Dieser wurde von einem Ministerialen bewohnt, der sich um die dortigen Klostergüter kümmerte. Der Konflikt endete zwar 10 Jahre später mit dem Tod Mangolds und Heinrichs Amtsverzicht, doch die Burg Prassberg über dem Argental blieb weiterhin bestehen. Die Herren von Prassberg selbst werden erstmals 1167 als Ministeriale der Abtei St. Gallen und Besitzer der Burg erwähnt. In der Zeit um 1200 ließen die Burgherren ein Wohngebäude errichten. Der Bergfried wurde von nun an nicht mehr bewohnt und diente wohl nur noch wehrtechnischen Zwecken. Wer den Ort heute selbst in Augenschein nimmt, der findet noch einiges vor. Das besterhaltene und gleichzeitig älteste Bauwerk ist der Bergfried. Der originale Eingang befand sich in einer Höhe von 6 Metern. Mit einer Grundfläche von 9,8 mal 9,7 Metern ist er nahezu quadratisch und hat im untersten Geschoss eine Mauerstärke von mehr als 3 Metern. Zudem kann man die Reste der Ringmauern, des Zwingers, eines Rundturms sowie die Außenmauern des herrschaftlichen Wohngebäudes entdecken. Auch zu sehen gibt es die Ruinen der Burgkapelle, welche bis 1950 in gutem Zustand war. 1977 erhielt sie noch ein Notdach. Doch der Zerfall, der durch mutwillige Zerstörung noch beschleunigt wurde, konnte nicht aufgehalten werden. Unter der Vegetation, welche den Innenhof zwischen Bergfried und Wohntrakt heute bedeckt, schlummern nachweislich noch Fundamente weiterer Gebäude. Über die Burg existiert auch eine Legende. Der Vater eines Burgfräuleins hatte seine Tochter einst einem Ritter von Ratzenried zur Frau versprochen. Doch sie widersetzte sich, da sie in einen Knecht der Burgmühle verliebt war. Sie floh mit diesem in die Ferne. Der verschmähte Ritter war so erbost, dass er gegen den Ritter von Prassberg eine Fehde zu führen begann, in deren Verlauf
erstach er seinen Schwiegervater in Spee. Da die Tochter die Schuld am Tod des Vaters trug, ist sie nach ihrem Ableben dazu verdammt, im Bergfried herumzuspuken. Zurück zur eigentlichen Geschichte. 1313 diente Hartmann von Prassberg Kaiser Heinrich VII. Danach stand er in Diensten der italienischen Stadt Pisa. Doch alle Versuche, ihre Abhängigkeit von St. Gallen weiter zu minimieren, scheiterten. 1350 musste dies Wilhelm von Prassberg urkundlich anerkennen. Die Burg war Besitz der Abtei und die Herrschaft Prassberg musste demnach jedem Erben neu verliehen werden. Dies bedeutete auch, dass jedes Mal eine Handänderungsgebühr, das sogenannte Laudemium, an die Abtei zu entrichten war. Im Jahr 1397 fielen Burg und Herrschaft an die Herren von Schellenberg, welche ihren Sitz auf Neu- und Alt-Schellenberg im heutigen Liechtenstein hatten. Doch sie blieb nicht lange in ihrem Besitz. Bereits 14 Jahre später verkaufte Heinrich von Schellenberg-Prassberg samt dazugehörigem Besitz an den Vogt Heinrich von Summerau zu Leupolz. Die beiden Herrschaftsgebiete Leupolz und Prassberg werden zusammengelegt und die Familie nennt sich fortan von Alten Summerau und Prassberg. 1488 tritt sie dem neu gegründeten Schwäbischen Bund bei. Am 1. August 1674 wird die Familie schließlich in den Freiherrenstand erhoben. Sie erreicht, dass die Gesamtherrschaft zu erblichem Lehen wird. Allgemein können die Freiherren ihre Verpflichtungen zum Kloster St. Gallen erheblich verringern. Im 18. Jahrhundert geraten sie jedoch immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. 1731 müssen sie ihre Herrschaft mitsamt der Burg Prassberg zwangsweise an die Freiherren von Westernach zu Kronberg verkaufen. Der Kaufpreis beträgt 99.000 Gulden. Knapp 20 Jahre später veräußern diese den Besitz an Graf Josef Franz von Waldburg-Wolfegg weiter. In dieser Zeit findet auch ein Umbau des Herrschaftsgebäudes statt. Mit der Aufhebung des Klosters St. Gallen im Jahr 1805 endeten auch dessen Ansprüche auf die Burg Prassberg. Diese kam schlussendlich in den Besitz des Königreichs Württemberg. Bis 1835 war sie scheinbar noch bewohnt. Danach überließ man den Ort dem Zerfall. Im Jahr 1846 wurde die Burg teilweise abgerissen. Nur der Bergfried und die Burgkapelle blieben damals verschont. Doch auch an diesen begann der Zahn der Zeit zu nagen. Die vorübergehende Rettung der Burgruine erfolgte rund 9 Jahrzehnte später. Glücklicherweise wurde hier schon relativ früh mit Sicherungsarbeiten begonnen. Genauer gesagt im Jahr 1937. Deshalb können wir Entdecker den Ort auch heute noch in Augenschein nehmen. Doch dies könnte schon bald vorbei sein. Denn abgesehen vom Bergfried ist der Zustand der noch sichtbaren Mauerzüge mehr als bedenklich.
Es müssten dringend neue Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sonst werden sie bald in sich zusammenbrechen. Und jetzt auf zur nächsten Burg. Denn wie anfangs gesagt, entlang der Argen gibt es einige davon. Bis demnächst.